Stell dir vor, du wachst morgen auf und Geld spielt für den Rest deines Lebens keine Rolle mehr. Keine Rechnungen, keine Sorgen, keine Verpflichtungen. Elon Musk hat diesen Punkt längst überschritten. Sein Vermögen lag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bei rund 767 Milliarden US-Dollar. Um diese Zahl greifbar zu machen: Wenn du 10.000 Dollar im Monat verdienen würdest, müsstest du über 6 Millionen Jahre arbeiten, um auch nur in die Nähe dieses Betrags zu kommen. Und trotzdem arbeitet dieser Mann weiter, Tag und Nacht, schläft oft nur wenige Stunden, trägt eine Verantwortung, die sich kaum jemand von uns vorstellen kann. Willkommen zu einer neuen Folge von Mitternachtsfragen. Heute geht es um die Frage: Warum arbeitet jemand wie Elon Musk immer noch, trotz eines Vermögens von Hunderten Milliarden? Bevor wir anfangen, wenn du neu auf dem Kanal bist, abonniere ihn und aktiviere die Glocke, damit du keine Folge verpasst. Um zu verstehen, warum Reiche niemals wirklich in Rente gehen, müssen wir einen Blick in ihre Köpfe werfen und verstehen, wie sie über Geld, Arbeit und Sinn denken. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass wir als normale Menschen oft in zwei emotionale Fallen tappen: Angst und Gier. Wenn diese beiden Gefühle unser Denken kontrollieren, verhindern sie langfristig jeden echten Wohlstand. Angst hält Menschen in sicheren, aber begrenzten Strukturen gefangen. Sie klammern sich an einen festen Job mit garantiertem Monatsgehalt, selbst wenn sie unglücklich sind. Sie fürchten das Risiko, diese scheinbare Sicherheit zu verlassen. Also arbeiten sie Jahr für Jahr, warten auf ihren Gehaltscheck und hoffen, dass irgendwann alles gut wird, meist bis zum 60. oder 70. Lebensjahr. Doch diese Sicherheit ist oft eine Illusion. Gier wirkt auf den ersten Blick wie das Gegenteil, ist aber genauso gefährlich. Gierige Menschen haben ständig Angst, etwas zu verlieren. Diese Angst blockiert sie. Sie investieren nicht, sie treffen keine mutigen Entscheidungen und sie lassen ihr Geld ungenutzt liegen, statt es wachsen zu lassen. Ironischerweise verhindert genau diese Gier den Vermögensaufbau. Die Denkweise der Reichen läuft nach einem völlig anderes System. Reiche Menschen haben Angst und Gier weitgehend hinter sich gelassen. Und genau hier liegt der entscheidende Unterschied. Für die meisten Angestellten gilt eine einfache Gleichung: Zeit gleich Geld. Mehr Arbeit bedeutet mehr Geld. Weniger Arbeit bedeutet weniger Geld. Für Reiche gilt diese Gleichung nicht. Ihre Denkweise basiert auf einem anderen Prinzip. Geld soll unabhängig von ihrer Zeit arbeiten. Reiche Menschen bauen systematisch sogenannte passive Einkommensquellen auf. Sie arbeiten nicht klassisch von 9 bis 17 Uhr. Sie besitzen Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien, Unternehmensbeteiligungen oder geistiges Eigentum. Diese Einkommensquellen funktionieren auch ohne ihre ständige Anwesenheit. Das bedeutet, sie können schlafen, reisen oder sich neuen Projekten widmen, während ihr Geld weiterarbeitet. Sie arbeiten also nicht, um Geld zu verdienen. Sie arbeiten daran, Systeme zu erschaffen, die Geld erzeugen. Wenn Geld aber nun automatisch fließt, warum also überhaupt noch arbeiten? Die Antwort lautet: weil Geld irgendwann aufhört zu motivieren. Was bleibt, sind Emotionen und der innere Antrieb. Wenn ein Milliardär ein großes Projekt erfolgreich abschließt, ist der Gewinn nebensächlich. Der Gewinn ist ohnehin garantiert. Was wirklich zählt, ist das Gefühl des Erfolgs. Die Herausforderung, die Umsetzung, der Sieg. Dieses Gefühl wirkt wie eine Droge. Es treibt sie an, immer größere Ziele zu verfolgen. Und dann gibt es da den Status, die Anerkennung und den gesellschaftlichen Wert. Wir leben in einer Welt, in der Erfolg oft in Geld gemessen wird. Je größer das Vermögen, desto höher der gesellschaftliche Status und der Respekt.
Für jemanden mit einem Milliardenvermögen ist die Frage nicht mehr, wie kann ich gut leben, sondern wie kann ich meinen Einfluss vergrößern? Macht und Einfluss sind dann die wahre Währung. Mit großem Reichtum kommen Macht, Einfluss und Kontrolle. Und Menschen lieben es, gehört zu werden und Entscheidungen zu beeinflussen. Wer einmal erlebt hat, dass seine Entscheidungen globale Auswirkungen haben, gibt dieses Gefühl nicht freiwillig auf. Bei manchen Superreichen geht die Motivation noch tiefer, besonders bei Elon Musk. In einem Interview wurde er einmal direkt gefragt, warum tun Sie das alles? Seine Antwort war keine Zahl, kein Geldbetrag, sondern eine philosophische Suche nach dem Sinn des Lebens und der Rolle der Menschheit im Universum. Alle seine Unternehmen verfolgen letztlich dieselbe Frage. Tesla, nachhaltige Energie. SpaceX, Zukunft der Menschheit im All. KI-Projekte, Verständnis von Intelligenz und Bewusstsein. Geld ist für ihn kein Ziel, sondern ein Werkzeug, um diese Visionen Realität werden zu lassen. Trotz all dessen ist das Leben der Reichen nicht nur glamourös. Der Druck ist enorm. Elon Musk verlor an einem einzigen Tag über 20 Milliarden Dollar. Solche Schwankungen, Erwartungen und Verantwortungen belasten Gesundheit, Psyche und Lebensqualität. Deshalb ist die wichtigste Erkenntnis, wahrer Reichtum besteht nicht nur aus Geld. Er umfasst auch Gesundheit, inneren Frieden, Zufriedenheit, Sinn. Wenn du finanziell völlig abgesichert wärst, worauf würdest du dich konzentrieren? Auf Macht? Auf Leidenschaft? Oder darauf, die Welt ein kleines Stück zu verändern? Schreib deine Gedanken in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.